Willkommen auf meinem Kanal, schön, dass du wieder mit einschaltest. In dem Video heute soll es nochmal um Bevölkerungspyramiden gehen. Dazu habe ich zwar schon mal ein Video gemacht, da ging es aber eher darum, wie man das Ganze analysiert und auswertet. In dem Video heute soll es mal darum gehen, wie du so eine Bevölkerungspyramide selbst erstellen kannst, und zwar mit Excel. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wozu brauche ich das eigentlich? Immerhin kann man Bevölkerungspyramiden ja an vielen Stellen im Internet runterladen, zum Beispiel hier auf der Seite oder auch auf so einer Seite. Und vielleicht ist es aber so, dass dir Form und Farbe der Pyramide nicht gefällt. So wie zum Beispiel hier bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das so über den Rand rausgeht. Vielleicht gefällt dir auch die Sprache nicht. Hier ist alles auf Englisch. Okay, die Seite gäbe es jetzt auch in Deutsch. Aber du siehst zum Beispiel hier oben, hast du diese Zahlen mit dem Komma als Tausender-Trennzeichen. Das könnte man ändern. Oder wenn jetzt Deutsch nicht deine Muttersprache ist, kannst du das auch in deiner Muttersprache erstellen. Also auch die Möglichkeiten hast du. Oder was ist, wenn du statt Prozent, wie hier unten, das Ganze als absolute Zahl dargestellt haben möchtest. Oder wenn du vielleicht zwei Bevölkerungsdiagramme von zwei verschiedenen Jahren in einer einzigen Abbildung darstellen willst. Oder wenn du Überhänge darstellen willst. Das heißt also, wenn in manchen Jahren mehr Männer als Frauen da sind, kann man das auch grafisch darstellen. Und ich zeige dir in diesem kleinen Tutorial, wie das alles funktioniert. Und wir gehen genau mal diesen Schritt, dass ich dir erstmal zeige, wie man ganz einfach eine solche Bevölkerungspyramide aufbaut, wie du zwischen Prozent und absoluten Zahlen wechseln kannst, wie du auch zwei Bevölkerungspyramiden in einer darstellst, und ganz zum Schluss schauen wir uns noch an, wie du Überhänge darstellen kannst. Und los geht's! So, eine kleine Info noch, bevor ich hier loslege. Alles, was ich hier mache, mache ich mit Microsoft Excel. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen Tabellenkalkulationen auch so funktioniert. Ich persönlich habe mir hier dieses Microsoft 365 organisiert. Das ist auf Abo-Basis. Ich habe sonst keine Abos, damit komme ich aber wirklich gut klar, weil richtig viele nützliche Programme dabei sind. Du hast noch 1 Terabyte Online-Speicher mit dazu, den habe ich ja zum Bruchteil auch nur ausgenutzt bislang und kann das eigentlich nur empfehlen. Kleiner Hinweis an der Stelle, ich bekomme hier keinerlei Vergütung von Microsoft, ich bezahle das hier auch alles selber. Also ich werde hier von Microsoft dafür nicht unterstützt, das ist meine eigene Meinung, dass ich das hier nutze. Trotzdem meine Meinung, für, ich glaube, knapp 70 € für die Single-Version im Jahr ist das ein fairer Preis. Ab und zu gibt es Angebote, die günstiger sind. Ich habe dir dazu auch mal einen Link in die Beschreibung unten reingepackt. Dort kannst du mal schauen, ob du das vielleicht auch preiswerter bekommst. Alles legal im Übrigen, also ich würde hier nichts bewerben, was irgendwo illegal wäre. Gut, legen wir mal los. Ich habe hier Excel schon mal geöffnet und was wir jetzt noch brauchen, sind Daten. Ja, und Daten bekomme ich hier unter anderem von dieser Seite, wo wir vorhin auch schon mal reingeschaut haben, populationpyramid.net. Und hier kriege ich, wie gesagt, Bevölkerungspyramiden aus aller Welt, und ich greife jetzt nochmal die auf von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das war die so ein bisschen den Rahmen hier gesprengt hat. Wo haben wir es? Hier haben wir das Ganze. Und statt das Ganze als Bild runterzuladen, lade ich das jetzt als Excel CSV herunter. Ein Klick und dann haben wir das schon runtergeladen. Gut, ich gehe zurück zu Excel. Und hier kann ich diese Datei jetzt theoretisch schon öffnen. Das bringt nicht viel, weil dieses CSV-Format entweder mit Komma oder Semikolon als Trennzeichen arbeitet. Und um gleich mal sicherzustellen, dass wir hier nichts falsch machen, gehe ich hier mal auf Daten, dann hier aus Text CSV, und dann kann ich mir hier meine heruntergeladene Datei importieren. Excel erkennt das, Komma als Trennzeichen, schlägt mir die Tabellenstruktur so vor, und genauso würde ich das übernehmen. Wir gehen hier also auf Laden und dann habe ich die Tabelle erstmal drin mit den Altersklassen männlich, weiblich. Ich würde jetzt, bevor wir hier ein Diagramm erstellen, nochmal ein paar Anpassungen vornehmen. Ich erkläre dir dann im Laufe des Videos warum. Als allererstes würde ich hier mal noch eine Spalte einfügen und würde die auch gleich mal umbenennen in männlich. Und würde auch nach dem F noch eine Spalte nutzen, da schreibe ich weiblich rein. Denn wir wollten ja, wenn wir die Möglichkeit schon haben, das Ganze auch auf Deutsch verfassen. Wichtig wäre es noch, wenn wir mit Prozenten arbeiten wollen, dass wir die Bevölkerung mal aufsummieren, und da würde ich hier mal eine Spalte Gesamt noch mit dazu schreiben. Und würde hier mit der Summenfunktion diese Spalte und diese Spalte
aufsummieren. Und schon habe ich hier die Gesamtbevölkerung, wenn ich hier mal reinschaue in dieses Diagramm der Arabischen Emirate, sehe ich, das ist diese Zahl hier. Ich habe also jetzt die Gesamtbevölkerung. Gut, zurück zu Excel. Wozu habe ich jetzt diese beiden Spalten angelegt? Naja, ich habe mir diese Spalten vorbehalten, um darin gegebenenfalls etwas zu berechnen. Ich zeige dir mal, welches Problem auftaucht, wenn ich jetzt mit diesen Daten, die ich hier habe, ein Diagramm erstellen will. Und zwar würde ich mir mal hier das Alter markieren mit gedrückter Steuerungstaste. Bei Mac-Computern ist das, glaube ich, die Option-Taste oder sowas in der Art. Kenne ich mich leider nicht aus. Aber mit gedrückter Steuerungstaste auf einem Windows-PC kann ich das alles komplett markieren. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte hier mir ein Diagramm einfügen lassen, dann siehst du schon, wohin das führt. Also er würde hier so gruppierte Säulen oder gestapelte Säulen machen. Ich will es ja bei einem Bevölkerungsdiagramm auch eher als Balkendiagramm haben, aber du siehst, die Balken zeigen alle in eine Richtung. Und das will ich natürlich nicht. Ich will, dass irgendwas in die andere Richtung zeigt, nach links. Und dafür muss ich was umrechnen. Am besten geht das Ganze, wenn ich hier eine von beiden Tabellen oder eine von beiden Spalten in Negativwerte umrechne. Und jetzt kannst du entscheiden, was du links im Bevölkerungsdiagramm stehen haben willst und was rechts. Das, was links stehen soll, würdest du mit einem Negativwert multiplizieren. Ich mache das mal für den männlichen Anteil der Bevölkerung. Ich gebe also hier mal ein, ist gleich die vorhergehende Zelle mal -1. Ja, und dann rechnen wir das Ganze um in negative Werte und damit kann ich jetzt schon mal ein bisschen besser arbeiten. Ich markiere mir nochmal das Alter mit gedrückter Steuerungstaste, diese Spalte und dann diese Spalte hier. Und jetzt kann ich mir Diagramme anzeigen lassen, die schon eher in die Richtung gehen, wie ich sie haben möchte. Zum Beispiel sowas hier oder sowas hier. Schauen wir mal kurz rein, so sehe das Ganze jetzt aus. Naja, das kommt so einer Bevölkerungspyramide schon relativ nahe. Du siehst zwei Probleme noch. Zum einen das Problem, dass diese Achsenbeschriftung hier im Diagramm drin klebt, ich das eigentlich gar nicht wirklich lesen kann. Zum anderen habe ich natürlich hier unten dann negative Zahlenwerte. Wie wir das Ganze ausmerzen, zeige ich dir gleich noch. Erstmal bin ich damit nicht so ganz zufrieden und ich würde mal weitere Anpassungen in meiner Tabelle vornehmen. Also lösche ich das hier nochmal. Ich hatte ja gesagt, diese beiden Spalten will ich mir vorbehalten für eine Berechnung. Ich würde also auch bei den weiblichen hier nochmal eine kleine Formel reinschreiben. Ist gleich. Und zwar übernehme ich ja erstmal einfach nur diesen Wert, was erstmal nicht sehr sinnvoll ist, aber du wirst gleich sehen, warum. Und damit ich den Überblick nicht verliere, würde ich mal die Spalten, die für mich jetzt nicht so relevant sind, einfach auch mal ein Stück weit ausgrauen, so dass ich weiß, okay, da ist was, aber die Zahlen stechen nicht sofort ins Auge. Ich sehe jetzt diese hier deutlich hervorgehoben, mit denen ich arbeiten möchte. Okay, und damit lege ich jetzt mal los. Ich markiere mir nochmal das Alter. Steuerungstaste halte ich gedrückt und markiere noch männlich und weiblich. Ich lasse mir hier empfohlene Diagramme anzeigen und springe gleich mal hier rüber auf alle Diagramme, denn ich weiß ja schon, was ich will. Ich will ein Balkendiagramm. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, entweder gruppierte Balken zu nehmen. Da siehst du, da sind die hier so ein bisschen gegeneinander versetzt. Das werden wir dann später noch brauchen. Und dann gibt es ja noch gestapelte Balken. Und das ist das, was ich jetzt für dieses Diagramm hier gern verwenden will. Und da siehst du hier, macht der männlichen weiblich gleich auf eine Höhe. Sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus. Wir nehmen das mal. Und hier haben wir schon erstmal ein ganz hübsches Diagramm. So, was gefällt mir jetzt nicht? Als erstes gefällt mir hier unten diese Zahl nicht. Die geht ins Negative. Und da haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu verändern über das Zahlenformat. Und das ist eine Sache, da musste ich ehrlich gesagt auch ein Stück weit suchen, bis ich das gefunden habe. Mit dem Doppelklick hier unten auf die Achse kommst du auf Achse formatieren. Hier unten steht der Punkt Zahl. Und hier, ich mache es mal größer, kannst du ein Zahlenformat wählen. Ich gehe mal auf Benutzer definiert und da werden einige solche Codes vorgegeben und der, den wir brauchen, der ist nicht dabei. Den tragen wir mal hier unten ein. Und zwar ist der relativ einfach. 0, Semikolon, 0. Machen hinzufügen. Und dann macht er einfach die Beträge von den ganzen Werten. Ja, und das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier haben wir also jetzt auf beiden Seiten positive Werte.
Gut, was könnte ich noch machen? Das zweite, was mich gestört hat, war diese Achsbeschriftung, die hier irgendwo so in der Mitte klebt. Und die kann man ein Stück weit verschieben. Und zwar liegt das auch hier bei Achse formatieren und zwar im Bereich Beschriftungen. Es hat sich auch so ein bisschen versteckt. Und hier habe ich Beschriftungspositionen, die ich einstellen kann. Achsennah ist das, was eingestellt ist. Und ich kann hier wählen zwischen hoch, niedrig und ohne. Ich wähle hier mal niedrig, dann rutscht er mit der Achse auf die Seite, wo die niedrigsten Werte sind. Klar, es ist der Betrag hier angegeben, aber hier wären ja eigentlich negative Werte. Der rutscht also hier rüber. Zum Vergleich stelle ich es auf hoch, mache das auf die andere Seite. Wir wollen das aber auf niedrig haben. Wunderbar, sieht doch schon relativ gut aus. Jetzt gefallen mir die Balken noch nicht ganz so. Die sind mir zu dünn, also ich hätte es gern ein bisschen anders. Und da gibt es die Möglichkeit, hier bei den Datenreihen Optionen bestimmte Dinge einzustellen, zum Beispiel Reihenachsenüberlappung. Ich denke nicht, dass wir das hier brauchen, aber das würde im Prinzip die Achsen gegeneinander verschieben. Das will ich nicht. Ich möchte die Abstandsbreite ändern. Hier gehe ich auf einen relativ niedrigen Wert. Gehe ich auf 0, dann macht er das hier komplett zu. Es gibt keine Lücken mehr. Gefällt mir aber ehrlich gesagt auch nicht so. Ich gehe nochmal drauf. Und mach mal hier so einen ganz kleinen Abstand rein, 3%, 5%, 10%. Irgendwas Kleines, dass man sieht, es sind separierte Balken. Naja, eigentlich ganz hübsch soweit. Was könnte man jetzt noch machen? Ich könnte mich zum Beispiel um die Beschriftung kümmern. Und da fange ich mal am besten an beim Diagrammtitel. Wir benennen das mal nach dem, was es ist. Eine Bevölkerungspyramide der Vereinigten Arabischen Emirate von 2023. Ich würde auch die Achsen mal etwas größer machen, dass es besser lesbar wird. Das Ganze auch auf der X-Achse. Und du siehst aber hier bei der X-Achse noch ein ganz anderes Problem. Da es sich hier um absolute Zahlen handelt, sind diese auch relativ groß. Das macht es beim Lesen so ein bisschen unübersichtlich. Man könnte jetzt die Zahlen etwas kleiner machen, indem wir nicht die absoluten Zahlen angeben, sondern die Bevölkerung in 1000. Und genau aus dem Grund habe ich mir diese Spalten hier für die Berechnung angelegt. Und während ich die bei männlich noch gebraucht habe, um das nach links rüber zu rücken mit dieser kleinen Formel mal -1, kann ich jetzt ja auch andere Dinge machen. Und zwar multipliziere ich mal nicht mit -1, sondern ich teile durch -1000. Dann habe ich das Ganze wieder links durch das Minus und wenn ich durch 1000 dividiere, dann habe ich auch nur den Tausendstelteil der Bevölkerung. Das Ganze mache ich auf der Seite weiblich auch noch. Da stand ja bislang keine Formel drin. Auch das hier teile ich durch 1000. Ja, und dann sieht es aus wie vornweg, nur dass die Zahlen hier unten etwas kleiner sind. Damit sind die Größenverhältnisse besser überschaubar. Wenn du das machst, musst du natürlich auch angeben, dass du jetzt hier in 1000 Personen rechnest. Und das kannst du machen über einen Achsentitel, den erreichst du hier oben über das Plus. Hier hast du die Achsentitel, ich könnte beide einblenden und könnte auf der Y-Achse das Alter dazu schreiben, aber ich denke, das ist bei einer Bevölkerungspyramide selbsterklärend. Deswegen wähle ich mal nur die horizontale Achse aus und kann hier bei Achsentitel reinschreiben, Bevölkerung in 1000. Wunderbar, ich mache auch das noch ein Stückchen größer. Ja, so gefällt mir das. Auch das hier übrigens, das packe ich mal so ein bisschen in die Mitte und mache das auch mal noch ein bisschen größer, dass wir hier überall etwa die gleiche Schriftgröße haben. Okay. Wunderbar. Ich habe natürlich noch eine andere Möglichkeit, die Bevölkerung darzustellen. Du erinnerst dich, dass wir ganz zu Anfang mal die Gesamtbevölkerung errechnet haben. Hier drüben dieser Wert. Und mit Hilfe dieser Zahl kann ich auch die Bevölkerungsgruppen als Anteil der Gesamtbevölkerung darstellen. Legen wir mal los. Auch dafür ist wieder diese Berechnungsspalte gut. Die Formel müsste hier etwas anders aussehen. Ich nehme also die Anzahl der männlichen Bevölkerung, teile das durch die Gesamtzahl. Also hier durch meine Zelle B24 und ich mache mal einen kleinen Kniff. Ich schreibe mal vor diese 24 das Dollarzeichen mit rein. Das hat die Bewandtnis, dass bei der Berechnung ja alle Zellen nach unten abgearbeitet werden. Hier soll es aber auf der Zeile 24 stehen bleiben und genau das sage ich Excel mit diesem kleinen Befehl.
Ja, und da es sich um Prozente handelt, muss ich es jetzt noch mit 100 multiplizieren. Da ich es aber wieder auf der linken Seite stehen haben möchte, mache ich wieder ein Minus davor. Und dann sieht das hier so aus. Viel weniger, klar, es sind Prozente. Ich muss das also auf der Seite weiblich auch noch machen. Gleicher Kniff. Ich teile jetzt den einzelnen Wert durch den Gesamtwert. Auch hier mache ich das Dollarzeichen wieder mit rein. Und multipliziere das mit 100. Wunderbar. Die Bevölkerungspyramide sieht faktisch genauso aus wie vornweg, aber ich habe jetzt hier Prozente und damit natürlich sehr viel besser zu überschauende Zahlen. Was du bei diesen Prozentangaben aber noch machen müsstest, ist das auch irgendwo zu vermerken, dass es sich um Prozente handelt. Und dafür hast du hier unten jetzt deine Achsbeschriftung, die ändern wir einfach mal. Bevölkerung in Prozent, und ich würde jetzt hier noch die Gesamtanzahl dazu schreiben. Das versetzt den Leser dann in die Lage, auch notfalls aus den Prozenten die absoluten Zahlen wieder rückrechnen zu können. Die Bevölkerung haben wir hier drüben drin stehen. Ich schreibe es hier mal mit rein. Für die bessere Lesbarkeit mache ich hier noch Tausender Trennpunkte mit rein. Ja, und auch das Feld kann ich mal noch ein Stückchen größer machen. Ja, ich denke, so ist das ganz gut. Okay, wunderbar. Hier haben wir eigentlich eine wunderschöne Bevölkerungspyramide zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was ich dann gerne immer noch mache, ist für die Lesbarkeit auch nochmal ein paar Hilfslinien einzutragen. Und das kannst du machen hier oben über das Plus. Da hast du hier die Gitternetzlinien. Da ist eine schon drin, deswegen steht hier auch ein Haken. Du kannst aber weitere hinzufügen. Zum Beispiel das primäre Hauptgitter horizontal. Das sehe so aus, gefällt mir sehr gut, weil da die einzelnen Altersgruppen sehr gut mit abgebildet werden. Ich setze mal den Haken dafür. Primäres Hilfsgitter vertikal, gefällt mir auch ganz gut. Macht es dann leichter, die Prozente abzulesen. Primäres Hilfsgitter horizontal, naja, das brauchen wir ja nicht, deswegen lasse ich es mal weg. Eine kleine Sache stört mich jetzt noch. Ich habe hier die Prozente in Zweierschritten angegeben und dazwischen immer 5 Teilstriche. Es sind also offensichtlich 0,4er Schritte, in die Excel das hier eingeteilt hat. Warum, weiß ich nicht, aber man kann es ändern. Wenn du mal auf die Beschriftung dieser Achse draufklickst, hast du hier bei Achsenoptionen die Möglichkeit, die Teilstriche zu ändern. Ich korrigiere das mal auf 0,5. Sobald ich das hier mit Enter bestätige, verändert es auch meine Diagrammdarstellung und damit habe ich Halbprozentschritte. Du könntest jetzt auch sagen, du gibst jedes Prozent einzeln an. Sähe dann so aus, kann man machen, gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Ich lasse es mal bei den Zweierschritten. Ich denke, so ist das immer noch relativ gut lesbar. Okay, ich mache mal noch ein paar kleine Anpassungen, ein bisschen Farbe, ein bisschen was hin und her rücken und dann schauen wir es uns mal gemeinsam an und vergleichen es auch mal mit dem Original. Okay, so würde ich es lassen. Mir gefällt das so ganz gut. Du hast natürlich bei den Möglichkeiten der Anpassung völlig freie Hand. Du kannst das auch ganz anders gestalten. Du kannst das schwarz-weiß machen, wie immer du möchtest. Und mir gefällt das hier eigentlich auch besser als das Original. Vergleich's mal. Jetzt haben Bevölkerungspyramiden leider den Nachteil, dass sie die Bevölkerungsstruktur jeweils immer nur für ein Jahr darstellen. Möchtest du mehrere Jahre darstellen, hast du die Möglichkeit, eventuell 2 Bevölkerungspyramiden so zu erstellen, wie ich es dir gerade gezeigt habe. Oder aber du machst das alles in eine. Und auch das kann Excel. Ich zeige dir mal wie. Ich suche mir mal ein Land raus. Ich entscheide mich gleich mal für Afghanistan. Und würde mal 2 Jahre wählen. Ich nehme mal 2023. Das kann ich mir runterladen. Und dann würde ich nochmal schauen. Das kann ich übrigens auch gleich hier oben eingeben. Wir machen mal eine Prognose für das Jahr 2050. Da sehe das so aus. Und auch die Tabelle lade ich mir als CSV mal runter. Und dann geht es zurück in Excel. Ich importiere dann mal beide Datenblätter nach Excel. Nummer 1 und Nummer 2. Ich würde auch das Ganze wieder so vorbereiten, wie ich das bei der letzten Tabelle schon gemacht habe. Nur, dass ich mir hier noch diese Tabelle 2050 einfach mal nach 2023 rüber kopiere. Ich mache mal ganz schnell die Vorbereitungen.
Okay, wunderbar. Jetzt habe ich hier erstmal alles vorbereitet. Ich entscheide mich jetzt hier dafür, dieses Diagramm, diese Bevölkerungspyramide direkt gleich in Prozent anzugeben. Also mache ich hier gleich noch die entsprechenden Anpassungen mit der Umrechnung. Auch das mache ich mal ganz zügig. Okay, jetzt habe ich die Zahlen erstmal alle da. Das Ganze läuft wie gehabt. Ich habe also hier für die männlichen, die links in der Bevölkerungspyramide stehen sollen, das Ganze mit minus 100 multipliziert und bei den weiblichen habe ich es mit 100 multipliziert, vornweg jeweils durch die Gesamtanzahl dividiert. Und das Ganze jetzt für zwei verschiedene Jahre. Okay, jetzt kommt der spannende Teil. Wir bauen uns jetzt mal das Bevölkerungsdiagramm zusammen. Ich markiere mal das Alter und dann jeweils männlich und weiblich für diese beiden Jahre. Und ich würde mal jetzt in der Erklärung bei allem etwas schneller machen, was ich bereits beim vorhergehenden Diagramm erklärt habe. Alles, was neu ist, erkläre ich mal etwas ausführlicher. So, legen wir mal los. Hier geht es schon mal los beim Einfügen des Diagramms. Gehst du gleich mal zuerst auf alle Diagramme, wählst wieder Balken, aber jetzt hier nicht die gestapelten Balken, sondern bitte in jedem Fall die gruppierten Balken. Und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Noch nicht besonders hübsch, aber das Hübsche kommt gleich. Ich würde hier erstmal alle Anpassungen machen, die ich bereits dir vornweg einmal gezeigt habe, was die Zahlen und den Titel und die Achsen angeht. Ich mache mal hier etwas schneller. Okay, jetzt haben wir erstmal die Basis. Alles ist so eingestellt, wie wir es vornweg hatten. Jetzt gehen wir mal an die Gestaltung dieser Darstellung. Ich knöpfe mir als erstes die Achsen vor. Und hier klicke ich mal auf die Achsen drauf. Auf eine von beiden reicht. Und dann habe ich hier drüben die Möglichkeit, Einstellungen zu machen. Ich gehe wieder hier drüben auf diese beiden Punkte, Reihenachsenüberlappung und Abstandsbreite. Die Überlappung würde ich hier tatsächlich wieder auf 100 setzen. Die Abstandsbreite wieder auf einen sehr kleinen Wert. Wir können hier sogar mal auf 0 gehen. Und dann sieht es erstmal so aus. Noch nicht besonders hübsch, zumal die eine Darstellung auch die andere überdeckt. Auch das ändern wir noch. Wir haben gesagt, links männlich, rechts weiblich, würde ich entsprechend farblich auch mal anpassen. Ich bleibe mal hier bei den Darstellungen für 2023 bei diesem Blauton und würde für die Darstellung 2050 mal einen helleren Blauton wählen. Und den würde ich zusätzlich aber noch etwas transparent machen. Wie viel du hier einstellen möchtest, bleibt dir überlassen. Ich gehe mal so auf Werte um die 50 und würde dem jetzt aber auch noch einen Rahmen geben. Und zwar als einfarbige Linie, auch wieder in einem Blauton. Das kann der gleiche sein, den du oben zuvor ausgewählt hast. Den würde ich jetzt aber nicht transparent machen. Wenn dir die Linienstärke nicht zusagt, dann machst du sie einfach noch etwas größer. Ich mache mal einen Punkt. Das Ganze mache ich jetzt nochmal rechts für den weiblichen Bevölkerungsanteil. Erstmal die 2023er Werte und dann mit einem anderen Rotton die 2050er Werte. Auch das mache ich wieder transparent bis zum gewissen Grad. Auch hier so um die 50%. Und ich mache auch einen Rahmen ringsherum, auch mit so einem helleren Rotton auf 1 Punkt Strichstärke. Und dann sieht das Ganze so aus. Du kannst mit den Farben natürlich noch ein bisschen spielen, die Kontraste vielleicht etwas größer machen, aber du siehst an dem Diagramm schon mal, wie sich die Bevölkerungsstruktur verändert hat. Du siehst, dass es anteilig an der Bevölkerung im Jahr 2023 mehr Kinder gegeben hat. Du siehst, dass es für das Jahr 2050 mehr ältere Menschen geben wird und etwas weniger Kinder. Du musst aber immer im Hinterkopf behalten, dass das ja natürlich relative Zahlen sind. Wenn man das absolut ausdrückt, sieht es wieder anders aus. Und auch das machen wir gleich mal noch. Bevor wir das aber machen, werde ich mal hier unten ein wenig für Ordnung sorgen. Du siehst, wir haben hier weiblich links stehen und männlich rechts. Das ist ja genau andersrum, als es in der Abbildung oben drüber ist. Und du hast die Möglichkeit, das zu korrigieren, indem du hier mal mit der rechten Maustaste draufklickst und dann hier sagst Daten auswählen. Und da siehst du, verglichen zu dem hier in dieser Tabelle liest sich das hier von
unten rechts nach oben links. Also es ist schon so ein bisschen komisch sortiert. Und ich würde mal versuchen, die männliche Bevölkerung auf die linke und die weibliche auf die rechte Seite zu bringen. Da müsste ich meiner Meinung nach nur das hier tauschen. Wir testen mal. Ja, und da sieht es doch ganz gut aus. Ich habe das einfach hier verschoben und schon haben wir männlich links, weiblich rechts. Die 2050er stehen hier oben, sollten sie auch, denn wenn du das hier drunter setzt, wir können mal das hier nochmal verschieben, dann siehst du, dass das auch unter der 2023er verschwindet. Also hier musst du gegebenenfalls auch mal ein bisschen probieren und ein wenig experimentieren, bis du das in der richtigen Reihenfolge hast. Und dann klicke ich hier auf OK. Und dann habe ich erstmal eine gewisse Ordnung hergestellt. So viel dazu. Jetzt nochmal zu der Frage Unterschied zwischen Anteil und Anzahl. Hier sind es Prozente, deswegen der Anteil. Wir schauen uns mal an, wie das gleiche Diagramm mit der Anzahl aussehen würde. Bevor wir das machen, würde ich mir hiervon erstmal eine Kopie machen. Also ich nehme das her, mit STRG C kopiere ich das. Ich gehe mal in ein Word-Dokument, dort füge ich das ein. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit mit STRG V das einzufügen. Dann übernimmst die gesamte Formatierung aus der Excel-Tabelle. Allerdings, sobald du in der Excel-Tabelle was veränderst, übernimmt er diese Veränderung auch in dieses Bild hinein. Also mit STRG V bitte nicht einfügen, sondern du hast hier mit Rechtsklick in das Dokument die Möglichkeit, zum Beispiel hier das Ganze als Grafik einzufügen. Die ist jetzt ein bisschen größer als mein Dokument, ist aber nicht schlimm, ich mache es etwas kleiner, so passt das. Und da muss ich auch nichts mehr nachjustieren und der merkt sich einfach dieses Bild, auch wenn ich in der Excel-Datei was verändere. Und das mache ich jetzt. Und zwar, wenn ich mir die Bevölkerungsdaten mal anschaue, dann sehe ich hier 42 Millionen für 2050, 74 Millionen. Ich käme also vielleicht ganz gut, wenn ich die Bevölkerung einfach mal gleich in Millionen darstellen würde. Und ich mache mal die Anpassungen in meinen Spalten für die Formeln. Okay, wunderbar. Dann sieht das Ganze so aus. Ich müsste hier die Legende noch ändern, indem ich statt Prozent einfach mal Millionen hinschreibe. Ich könnte jetzt auch die Gesamtzahl der Bevölkerung hier rauslassen. Schadet aber auch nicht, wenn es drin bleibt. Es ändert ja an der Gesamtaussage dieser Darstellung nichts. Jetzt kann ich mir auch die Darstellung hier hernehmen. Ich kopiere sie mir, gehe zurück in mein Word-Dokument und füge das wieder ein. Auch hier mal als Bild. Auch das muss ich wieder kleiner machen. So, und jetzt habe ich hier zwei Bevölkerungspyramiden von Afghanistan, jeweils im Vergleich für zwei verschiedene Jahre. Und du siehst an der unteren hier, wo ich die absoluten Zahlen drin habe, auch sehr gut, dass die Bevölkerung insgesamt gewachsen ist. Der 2050er Anteil oder die 2050er Werte, muss man ja sagen, sind über alle Jahrgänge größer als die für 2023. Und das macht eben auch diesen Unterschied zwischen Anteil hier oben und Anzahl hier unten aus. Okay, das zum Thema 2 Jahre in einem Diagramm darstellen. Auf geht's zum letzten Part. Okay, wir schauen uns nochmal an, wie man Überhänge darstellen kann. Überhänge sind Differenzen aus männlicher und weiblicher Bevölkerung, die man dann jeweils auf eine Achse aufträgt. Und ich zeige das Ganze hier mal am Beispiel Deutschland. Und dafür habe ich mir schon mal die Werte aus der CSV-Datei nach Excel reingeladen. Die Originalwerte habe ich hier auch schon ausgegraut. Und ich habe hier unten nochmal einen weiteren Wert eingefügt, eine Zelle oder ein Feld mit dem Namen Tyler. Was noch anders ist, ist, dass du hier 2 Spalten anlegen solltest für 2 verschiedene Berechnungen. Du wirst gleich sehen, wozu wir die brauchen. Und ich lege jetzt erstmal die Werte an, die ich in meinem Diagramm verarbeiten möchte. Das machen wir wieder mit einer kleinen Funktion. Ist gleich Originalwert durch meinen Tyler. Ich will die Bevölkerung hier in Hunderttausendern darstellen. Ich mache das Dollarzeichen wieder davor. Und da es links stehen soll, multipliziere ich das Ganze noch mit -1. Okay, das haben wir. Und dann machen wir das bei weiblich auch so. Hier lasse ich nur das -1 weg, soll ja rechts stehen. Okay, jetzt haben wir männlich und weiblich gegenübergestellt. Ich mache dann damit schon mal ein Diagramm und dann verstehst du auch besser, was ich in diesen Feldern hier berechne. Du wählst beim Diagrammtyp am besten wieder gruppierte Balken
Und das Schöne an Excel ist, der macht mir auch bei leeren Feldern schon mal was rein. Das sieht man natürlich jetzt nicht. Klar, ist ja nichts eingetragen. Und ich würde mal so ein paar wesentliche Standortanpassungen schon mal vornehmen. Einfach, dass wir besser mit dem Diagramm arbeiten können. Gut, hier haben wir erstmal ein Diagramm, wo erstmal nur tatsächlich die Werte für männlich und weiblich dargestellt sind. Jetzt steht hier oben Überhang. Das heißt, ich will das als Überhang dann zeigen, wenn der Wert für männlich größer ist als für weiblich. Und dafür möchte ich den Wert für die weibliche Zahl an der Y-Achse spiegeln und quasi nach links übertragen, aber nur dann, wenn tatsächlich der Wert für männlich größer ist. Ist der Wert für weiblich größer, wird es das ja überdecken, das macht keinen Sinn. Das heißt, wenn der Wert für weiblich größer ist, dann soll er nur den männlichen Wert anzeigen, also immer nur den größeren von beiden. Wie machen wir das Ganze? Das Ganze geht relativ einfach zu lösen mit einer Bedingung. Und die sieht so aus, ich mache mal hier eine Bedingung rein, das erreichst du über den Befehl wenn. Hier haben wir es. Ich blende dazu auch mal diese Funktion als extra Fenster ein. Und jetzt haben wir gesagt, wenn der Wert für die männliche Bevölkerung, da kann ich übrigens auch den Originalwert nehmen, dann wird es überschaubarer. Wenn der Wert für die männliche Bevölkerung größer ist als der Wert für die weibliche Bevölkerung, dann soll er mir den Wert für die weibliche Bevölkerung auf die Achse drauf spiegeln. Spiegeln heißt, ich nehme diesen Wert und multipliziere ihn mit -1. Wenn das nicht stimmt, diese Bedingung, dann soll er mir einfach den Wert für die männliche Bevölkerung setzen. Ich klicke mal auf OK und dann siehst du schon, was er hier macht. Der legt mir was oben drüber, und zwar den Wert für entweder die männliche Bevölkerung oder die weibliche Bevölkerung, je nachdem, was die Bedingung eben erfüllt. Und das Ganze kann ich jetzt auch für die weibliche Seite machen, und zwar gleiche Prüfung mit wenn. Ich rufe auch das mal auf, wenn die weibliche Bevölkerung größer sein sollte als die männliche Bevölkerung, dann soll er mir den Wert der männlichen Bevölkerung spiegeln. Spiegeln heißt ja auch wieder mal -1. Und wenn das nicht der Fall ist, dann soll er mir einfach den Wert für die weibliche Bevölkerung anzeigen. Und schwupp, haben wir ein wunderbares Diagramm dargestellt mit Überhängen. Die Farben sind nicht ganz toll. Wir können das nochmal klären, indem wir hier die Farben vergeben. Das ist jetzt hier männlich. Da würde ich von der Farbe her wieder mal ein schönes Blau nehmen. Der Überhang männlich, das ist dann das hier. Das ist das, was mehr da ist an Männern als Frauen. Würde ich mal vielleicht mit einem helleren Blau machen, also etwa so. Und bei den Frauen das gleiche Spiel. Weiblich haben wir hier. Mache ich mal mit Rot. Und der Überhang bei den Frauen sieht man übrigens auch, dass das in den älteren Generationen noch sehr, sehr deutlich ist. Zum einen, weil Männer eher sterben, zum anderen sind das vielleicht sogar noch Folgen des Zweiten Weltkriegs. Okay, und dann siehst du hier sehr schön, wo sich Überhänge ergeben. In den unteren Jahrgängen sind es vor allen Dingen Überhänge bei den Männern. In den oberen Jahrgängen sind es die Überhänge bei den Frauen. Noch viel spektakulärer wäre das natürlich, wenn ich das Bevölkerungsdiagramm der Vereinigten Arabischen Emirate aufrufen würde, mit dem wir das Tutorial hier gestartet haben. Das war ja augenscheinlich, dass dort ein starker Überhang der männlichen Bevölkerung herrscht. Wir belassen es hier mal bei Deutschland. Vielleicht noch ein letztes Wort zu meiner Zelle hier mit dem Teiler. Ich habe mich ja hier festgelegt, dass ich die Bevölkerung in 100.000 darstellen möchte. Wenn ich das in 1000 haben möchte, dann kann ich das hier eintragen. Da steht beim Teiler eben 1000. Die Bevölkerungspyramide sieht dann nicht anders aus, aber er ändert eben die Zahlen hier unten. Und ich kann das natürlich auch in Millionen eingeben. Und dann werden die Zahlen sehr schön überschaubar hier unten. Okay, so viel dazu. Du kannst natürlich jetzt dieses Diagramm noch nach Belieben verändern, Titel reinschreiben, Achsbeschriftung müsste noch mit hier rein. Ich hoffe, du hast einen Einblick bekommen, was mit Excel alles möglich ist, dass man damit eigentlich sehr schöne Bevölkerungsdiagramme oder Bevölkerungspyramiden darstellen kann. Du hast hier ganz viele Möglichkeiten. Wenn dir jetzt noch irgendwas einfällt, was man mit Bevölkerungspyramiden hier auch noch machen kann, was ich vielleicht übersehen habe, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare mit rein. Ich lerne bei Excel auch immer noch was mit dazu. Und dann hoffe ich natürlich, dass das Video für dich hilfreich war. Wenn es so ist, lass mir gerne einen Daumen hoch da und wenn du es nicht schon hast, auch ein Abo. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiederhören und sehen. Bis dahin.